Moin Leute, ich bin Julian von Surf Pirates und heute wollen wir euch einmal ein Review zum F1 Trigger zusammen in der Kooperation mit Brainchild vorstellen. Wir hatten vor knapp 2 Wochen in Dänemark die Möglichkeit, ihn bei knapp 35 Knoten zu testen. Der Fahrer hatte 85 Kilo und geflogen ist er den Trigger in 9 Quadratmetern, so wie er jetzt hinter mir liegt. Gehen wir einmal auf die Flugeigenschaften ein. Der Kite ist super direkt und reagiert sehr angenehm und schnell auf Lenkimpulse. Die Absprünge beim Trigger sind super vertikal und sind auch jetzt nicht so, dass man extrem viel Technik dafür braucht. In Kite Loops ist der Zug sehr angenehm und er zieht nicht extrem nach vorne, sondern der Zug ist relativ dauerhaft und konstant. Zu dem explosiven Lift hat der Trigger vom Brainchild auch eine sehr angenehme Hangtime. Das kommt natürlich auch einfach durch die 5 Struts und die Aspect Ratio, die hier genutzt wurde. Der Bardruck ist relativ mittig einzuordnen, also er ist nicht super hoch, aber auch nicht total gering. Dafür, dass es aber nicht sehr hoher Bardruck ist, hat man trotzdem die ganze Zeit wirklich ein sehr gutes Bargefühl und weiß einfach wirklich, wo der Kite genau steht am Himmel. Durch seine 5-Strut-Konstruktion kommt er auch mit überpowertem Wind sehr gut klar. Man kann ihn sehr lange herausfahren und hat dadurch auch in böigen Bedingungen immer wirklich eine gute Kontrolle über den Kite. Wenn man den Kite jetzt zum Beispiel mal mit einem Evo SLS vergleicht, den wir an einem gleichen Tag auch testen konnten, funktioniert der Trigger tatsächlich auch im unteren Windbereich noch etwas besser, hat etwas höhere Hangtime und hat auch schon ein bisschen mehr Druck im Tuch, als es der 9er vom Evo hatte. Eine wichtige Frage, die sich natürlich auch immer stellt, wie ist der Relaunch? Der funktioniert super, da braucht man sich keine Gedanken machen, dass man den Kite nicht mehr aus dem Wasser rausbekommt. Gehen wir jetzt einmal auf etwas Besonderes in diesem Fall ein, die Verarbeitung und die Materialien, die hier benutzt wurden. Dieser Kite wurde, wie schon angekündigt, nicht nur im Zusammenhang mit Brainchild konstruiert, sondern auch dort hergestellt. Besonders darin ist zum Beispiel, dass Ventile aus recyceltem Material verwendet werden. Das Ventil hier beim Trigger ist auch das Brainchild bzw. das Ventil, was man auch bei Harlem findet. Die Adapter dafür sind auch immer beim Kite mit dabei. Ansonsten wird hier sehr, sehr wenig genäht. Die ProWeld-Technik, die hier verwendet wurde, sorgt dafür, dass die Kites sehr leicht konstruiert werden können und ausgeführt werden können, da durch die fehlenden Nähte einfach Gewicht eingespart werden kann. Im Vergleich zu einem Alula-Tuch hat der Kite teilweise sogar geringeres Gewicht, aber behält immer noch diese Twistigkeit, die bei Alula-Kites teilweise verloren geht, weil das Material einfach so steif ist. Dadurch, dass dann eben halt hier nicht das Alula-Material verwendet werden muss, kann der Kite sich einfach besser eintwisten und ist in Loops dadurch zum Beispiel einfach noch schneller und kann auch engere Radien dadurch drehen. Weiter besonders bei der Brainchild-Konstruktion ist, dass nicht diese ganz normalen Canopies und Darkrons verwendet werden, wie wir sie von anderen Herstellern kennen, sondern einmal in dem Leading-Edge-Bereich und bei den Struts ist es das Toughlight-Material und das Flugtuch, was mich immer sehr stark an das Tuch von zum Beispiel einem Spinnaker beim Segeln erinnert, ist das Airlight-Material. Die Ausstattung bei dem Kite ist wie bei jedem im Prinzip, man kommt mit einer Tasche. Die Tasche ist auch groß genug, dass man den Kite nicht super eng wieder zusammenpacken muss. Man wird ihn dort auf jeden Fall wieder unterbringen können. Dann kommt der Kite mit einem Adapter, wie ich schon angesprochen habe, und mit einem Repair-Kit. Wenn wir das Ganze jetzt mal in einem Fazit und in einer Zielgruppe einhalten wollen, dann ist der Trigger von Brainchild auf jeden Fall in der fortgeschrittenen bis Pro-Kategorie einzuordnen. Ein ambitionierter Freerider wird definitiv auch seinen Spaß damit haben, aber seine wirklichen Stärken ausnutzen kann der Kite dann im Big Air Bereich, wenn es um Kite Loops, Rotationen und die ganzen Sachen, die wir da mittlerweile sehen von den Jungs und Mädels, eben halt ausführen kann. Eigenschaften, die uns wirklich sehr gut gefallen haben beim Trigger, ist einmal das Gewicht, das eben halt dafür, dass es kein Alula-Kite ist, definitiv mit Alula-Kites mithalten kann. Er fliegt sehr weit vorne am Windfensterrand, dadurch kann er sehr gut Höhe laufen und eben halt den Absprung so vertikal ausführen, was wirklich für ein sehr angenehmes Flugverhalten sorgt. Das bringt auf jeden Fall viel Spaß auf dem Wasser. Falls ihr den Kite selber mal testen wollt oder noch irgendwelche Fragen zu dem Brainchild Trigger habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail, ruft uns an oder besucht uns einfach hier bei uns im Shop. Bis zum nächsten Video.